Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin schon wieder im Wald unterwegs und wie ihr seht, habe ich hinter mir die neue K&F Concept aufgehangen. Die möchte ich jetzt hier eine Woche hängen lassen, aber kommen wir noch mal kurz zu den technischen Daten dieser Kamera. Die K&F Concept soll bis zu 48 Megapixel Bilder machen können, 4K-Videos, 20 Meter Auslöseentfernung und 120 Grad Beobachtungswinkel. Ich habe schon einiges von der Kamera gehört, aber die war nicht so prickelnd. Deswegen mache ich mir jetzt mal ein eigenes Bild und mal schauen, was da rauskommt. Und ich werde sie jetzt erstmal einstellen. So, dann gehen wir mal auf die Menü-Taste. Den Piepton müssen wir gleich nochmal loswerden. Zack, wo haben wir denn? Also da schon mal die Sprache. So, akustische Signal ist weg. Datum, Zeit einstellen. Zeit lassen wir mal so. Zeitformat 24 Stunden, ja. Datumsformat machen wir natürlich Tag, Monat, Jahr. Auf Menü-Taste mal zurück. So, jetzt den Rest noch einstellen. Auf Video. Videoauflösung 1080. Videolänge 20 Sekunden. Tonaufnahmen sollen natürlich auch drauf sein, ist eingeschaltet. Aufnahmeabstand machen wir mal sehen, wie weit der runter geht. Also bis 2 Sekunden. Aber ich nehme mal auf 5. Empfindlichkeit machen wir auf hoch. Ziel, das brauchen wir alles nicht. Das war es denn auch schon. Noch die Speicherkarte formatieren. Die ist noch mit drin. Das ist eine 64 GB Speicherkarte direkt von K&F Concept. Ja, und das war es denn auch schon. Achso, das Passwort muss ich noch einstellen. Auf fertig ein. Ja, und dann kann das hier losgehen. Nur noch einschalten, also 15 Sekunden, bis sie bereit ist. Und dann geht es los mit den Aufnahmen. Kommt natürlich auch noch ein Schloss drum. Und dann bin ich hier in einer Woche zurück und mal schauen, ob sie was eingefangen hat. Kommen wir zu den Testaufnahmen und wer mich schon länger begleitet, merkt sofort, das ist doch nicht das eigentliche Revier, wo ich die Kameras teste. In meinem Revier kann ich derzeit keine Kameras aufstellen und darum habe ich mir einen neuen Standort erkundet. Dort kam auch Wild vor die Linse, die ich sonst nicht so häufig habe. Einige aus der Community haben die Kamera auch schon getestet und ich kann den größten Teil bestätigen. Am Tage macht sie einen relativ guten Job und ist ansprechend für Anfänger. Wenn das Sonnenlicht aber zu stark ist, die Sonne stand hinter der Kamera, neigt sie zu Übertreibung beim Kontrast. Konnte man gut sehen am Anfang von den Testaufnahmen. Was ich aber auch feststellen musste, bei jemand anderen von euch meine ich auch, dass die Schärfe des Bildes verschoben ist. Auf der linken Seite wirkt es unscharf und rechts scharf. Hier eine Aufnahme aus der Dämmerung und dort sieht man das größte Problem der Kamera. Sie ist sehr unscharf und die Aufnahmen kann man eigentlich nicht benutzen. Es kommen nachher noch weitere Nachtaufnahmen, wo unsere Katze Frieda wieder das Model spielt. Da haben wir den Frieda schon an ihrem Futterplatz und man sieht hier deutlich das Problem dieser Kamera. Die Aufnahmen sind stark unscharf und das nicht nur im Nahbereich. Das wäre für mich ein starkes Argument, diese Kamera zurückzuschicken. Mit dem Problem am Tage hätte ich noch leben können.
Aber vor ein paar Tagen wurde etwas in Erinnerung gerufen, was vielleicht Abhilfe schaffen könnte. Miguelito hatte ein Video über sein Eagle-Haus gepostet, wo er die Kameras aufstellt, und dort hat er einer K&F eine neue Chance gegeben. K&F, diese Kamera mag ich nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gehört sie auch zu einem der Modellen, die in Kombination mit Nahlinsen hier ihre zweite Chance bekommt. Und hier sieht man das, was mir hier besonders gut gefällt, für den Einsatz im Igelfutterhaus. Also Nahlinse plus 1 entstaubt und angeklebt an der K&F. Es ist ein deutlicher Unterschied zu sehen, wenn man sich links auf das Haus konzentriert. Die Aufnahmen haben etwas von Animation und Nackenübung. Unsere alte Katzendame durfte sich denn auch nochmal präsentieren, mit und ohne Nahlinse. Und man sieht auch hier wieder eine deutliche Verbesserung der Aufnahmen. Ein kurzes Fazit zur Kamera von K&F Concept. Den Aufbau und das Konzept der Kamera finde ich gut, und sehr positiv finde ich auch, dass die Kamera direkt mit der Gurthalterung am Baum geneigt werden kann. Das Zubehör ist vielseitig und man kann mit der Kamera gleich loslegen. Die Menüführung ist leicht verständlich und sehr ähnlich anderen Kamerasystemen. Sehr negativ dagegen, was ausschlaggebend ist für den Kauf und Nutzung der Kamera: sie ist in der Schärfe schlecht und im Nachtmodus ganz schlecht. Ich konnte dies zwar etwas beheben mit einer Nahlinse, Miguelito, danke für die Erinnerung, aber das kann man gleich beheben in der Herstellung und keine Ressourcenverschwendung betreiben. Der Preis liegt Mitte September 2023 bei 55 € und für den Preis bekommt man bessere Anfängerkameras. Und mit ca. 8 € mehr gibt es schon die M1 Mini von K&F, und diese ist meine derzeitige Empfehlung von K&F. Das soll es für heute auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die kleine Vorstellung und der Test gefallen hat, und gebt mir ein Like dafür. Danke an meine treue Abonnenten und Zuschauer. Wer gerade neu dazugekommen ist und gefällt, was ich auf meinem Kanal zeige, dann lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!